Willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf einen der bekanntesten Blogger im Internet. Und dabei meine ich nicht etwa die eigenen Kinder, die alles dafür tun, dass Papi nicht mal 5 Minuten alleine auf der Toilette verbringen kann, ohne dass eins der 8 Kinder an die Tür pocht. Weil entweder gerade die Küche brennt oder einer dem Hund ein Iro rasiert hat. Selbst bei mir hat der Dschihadist mehr Zeit für Pornos auf der Toilette als Eltern mit Kindern. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal von einem tschechischen Bierbrauer, den ich hier nicht nennen will, aus Budweiser, der es echt geschafft hat, keine Kaffeetasse zu schicken, sondern gleich einen Kasten seines Bieres. Was cool ist, weil das meine Lieblingsmarke ist, aber trotzdem trinke ich meinen Kaffee lieber aus Tassen als aus Bierflaschen. Ich bin ja keine 16 mehr. Und falls du also auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Laut, bunt und bildschirmfüllend. Im Internet ist an aufdringlicher Werbung kaum vorbeizukommen. 1&1 präsentiert. Doch es gibt eine Lösung. Werbeblocker, auf Englisch Adblocker heißt das Wundermittel. Kaum aktiviert, lösen sie die Werbebanner in Luft auf. Doch Online-Medien sind auf Werbung als zentrale Einnahmequelle angewiesen. Und ja, wir sind es nun einmal gewohnt, im Internet alles immer kostenlos zu bekommen. Nur genau das ist das Problem. Denn der Content kostet trotzdem Geld. Geld, das auch mit dem Verkauf von Werbeflächen eingenommen wird, die aber ein guter Werbeblocker herausfiltert. Springen wir einmal knapp 500 Jahre zurück in das Jahr 2000, um die Ursachen dieses Problems besser betrachten zu können. Was nach 4 Jahren Donald Trump sich immer noch anfühlt wie vor 500 Jahren. Als das Internet groß wurde und immer mehr Menschen darauf zugreifen konnten, hatte dies fatale Folgen für Magazine und Zeitungen. Denn diese finanzierten sich durch den Verkauf ihrer gedruckten Magazine und Zeitungen und über die Werbung darin. Da aber nun die Menschen immer weniger Magazine und Zeitungen offline kauften, weil sie das alles im Internet online lesen konnten und vor allem kostenlos, schlitterte die Branche in ihre größte Krise. Denn weniger offline verkaufte Magazine und Zeitungen bedeuteten automatisch auch massiv weniger Einnahmen. Also versuchten nun Magazine und Zeitungen ihr Glück online. Und weil auch das nicht gerade billig ist, wurde der Content gespickt mit Werbung. Und das lief ähnlich ab wie bei den privaten Sendern im Fernsehen. Anfangs quetschten die sehr wenige Werbeunterbrechungen in ihre Filme oder Serien. Da gab es dann nur eine einzige in einem kompletten 90-minütigen Film. Für uns als Konsumenten war das locker zu ertragen. Nur irgendwann dachte sich ein Verantwortlicher, wenn wir durch einen Werbeblock 1 Million verdienen, wie wäre es mit 10 Werbeblöcken? Dann bleibt zwar kaum was vom Film übrig, aber wir verdienen 10-mal mehr. Was dann auch so kam. Und irgendwann saß man dann, wie ich früher, nur noch am Videorekorder und drückte bei einer Aufzeichnung Pause, sobald die Werbung kam und nahm erst danach wieder weiter auf. Heute ist das beim digitalen Aufzeichnen sogar noch einfacher. Spulen ist Volkssport. Dank Replay TV braucht sich heute niemand mehr Werbeblöcke in voller Länge anzusehen. Sehr zum Ärger von TV-Sendern und Werbevermarktern. Werbekunden und viel Geld gingen verloren, weil die Zuschauer so fleißig spulen würden. Wir verstehen das ja auch, aber letztendlich braucht es eben weiterhin eine Finanzierung des Contents. Jetzt werden neue Werbeformen gesucht, damit die Reklame nicht mehr überspult werden kann. Etwa solche Pre-Roll-Werbungen, bekannt von YouTube. Und diese nicht überspringbaren Werbesendungen bringen uns direkt zum Werbeblocker. Denn dieser, egal von welcher Firma, blockt jegliche Werbeeinblendungen, die auch gerade hier auf YouTube seit Jahren grassieren wie Herpes bei einer Gangbang-Party in der FDP. Jedoch versuchten Online-Medien auch immer kreativer zu sein bei dem Vollballern ihrer eigenen Seiten mit Werbung. Anfangs war das noch okay, da gab es mal den ein oder anderen Werbebanner, wie den hier. Toll, in meiner Show macht YouTube Werbung für russenschlampen.org. Ich notiere mir das mal kurz, aber nur um später eine Yelp-Bewertung von der Toilette aus über russenschlampen.org zu schreiben. Nur ein Banner tut keinem wirklich weh. Aber wie bei den Privaten im Fernsehen
dachten sich auch viele Werbeverkäufer bei den Seiten, wie wäre es, wenn wir die Seite einfach zukleistern mit Bannern? Dann verdienen wir doch mehr und der Kunde ist bestimmt auch glücklich. Und das sah dann ganz schnell so aus. Augenblick, ich klicke mal schnell den Werbeblocker hier in der Show an. So, gleich viel besser. Und schon damals half die erste rudimentäre Version eines Werbeblockers, im Englischen Adblocker genannt, gegen diese einfachen Werbebanner. Und damit begann auch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen auf Werbung setzenden Seiten und den Werbeblockern, um diese dann wieder rauszufiltern. Das fanden natürlich viele Nachrichtenseiten total unloll, weswegen das Blocken der Werbung sogar bis nach Karlsruhe vor dem Bundesgerichtshof kam. Mit diesem Ergebnis. Als unlauteren Wettbewerb. Der Adblocker verändere die Seiten des Verlags. Man finanziere sich nun einmal zu einem Großteil durch Werbung. Und die ist auch die grundlegende Bedingung dafür, dass sich so viele Menschen umsonst im Internet in Qualitätsmedien informieren können. Ein weiterer Vorwurf: bestimmte Werbung schaltet der Werbeblocker trotzdem frei. Um auf eine Liste mit akzeptabler Werbung zu kommen, müssen große Unternehmen dem Anbieter aber Geld bezahlen. Der Bundesgerichtshof entschied heute, der Werbeblocker ist rechtlich zulässig. Und ob nun Produkte aus dem Springer Verlag zu der Gruppe der Qualitätsmedien gehören, sei einmal dahingestellt. Vermutlich konnten auch die Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof wegen dieser Aussage nur lachen. Aber dass Firmen den Werbeblockern Geld bezahlen können, um nun nicht mehr weggefiltert zu werden, sondern auf der Whitelist zu landen, ist ein Problem. Denn dann sind Werbeblocker nichts anderes mehr als nur ein Türsteher, der geschmiert werden kann, um trotzdem reinzukommen. Was das System eines Werbeblockers ad absurdum führt. Aber Verlage versuchen schon lange auch mit anderen Mitteln Einnahmen zu generieren, ohne nervige Werbung. Beliebt ist dabei bei fast allen echten Qualitätsmedien, also nichts von Springer, Premium, Plus oder Pur-Angebote zu haben. Dies betrifft Artikel oder Sendungen, die man nur schauen kann, wenn man sich auf der Seite registriert und ein kostenpflichtiges Abo dafür abgeschlossen hat. Also wie früher offline. Für alle anderen Leser ohne Abo sind diese Angebote dann nicht frei zugänglich. Das macht vor allem bei Tageszeitungen oder Magazinen Sinn, weil man dann wirklich für einen Mehrwert etwas bekommt, als zugespammt zu werden mit Werbung. Oder man versucht noch kreativer zu sein bei der nervigen Werbung, wie bei der Schweizer Boulevardzeitung Blick. Der Kampf gegen Werbeblocker ist längst entbrannt. Wer mit aktiviertem Blocker zum Beispiel auf Bild.de surft, wird gleich von allen Inhalten der Online-Zeitung ausgeschlossen. Soweit will man beim Blickverlag Ringier nicht gehen. Die Strategie ist, Werbung unaufdringlich zu gestalten oder sie als redaktionellen Inhalt zu tarnen. Der technische Leiter von Ringier ist überzeugt, dass Werbeblocker so weniger zum Einsatz kommen. Schau mal hier, diese Werbung, die oben dort über der Headline News ist, ja, die ist ja sehr, sehr präsent. Allerdings stört sie wirklich überhaupt nicht, um die News lesen zu können. Und genau so einen Marketing-Bullshit hasse ich. Hier, guck mal, wenn wir deine Fresse vollpacken mit Werbung, dann stört das doch auch keinen, oder? Immerhin erstickst du dann ohne das nervige Röcheln. Und eine Werbung für Kredite über der Nachricht von einem Mädchen, dessen Vater und Bruder in einem See ertrunken sind, ist die wohl am schlechtesten positionierte Werbung ever. Hey, du brauchst Kohle, weil dein Vater und dein Bruder ersoffen sind? Dann komm zu uns. Uns ist scheißegal, warum du die Kohle brauchst. Liebe Kinder, bitte Vater und Bruder mitbringen, dann gibt es ein Lolli extra. Aber was kann man schon von einer Zeitung verlangen, die selbst die Bild-Zeitung aussehen lässt wie die New York Times? Und auch die beliebten sogenannten Advertorials sind eine Grauzone, die eigentlich nur alle Farben der Werbung kennt. Aber in immer mehr Online-Medien neben den ganz normalen Artikeln zu finden sind. Jedoch sind dies keine redaktionellen Artikel, sondern nur reine Werbung, die aber so geschrieben und aufgemacht sind, als seien sie ein ganz normaler Artikel, damit der Leser, also wir, eben nicht merken, hier nur Werbung zu lesen. Leider ist auch mittlerweile bei vielen Seiten das sogenannte Act-to-Access-Modell sehr beliebt, also mach was, um reinzukommen. Was jedoch nur klingt wie ein sehr erfolgloser Kurs für Männer, um bei Frauen Erfolg zu haben, oder ein Kurs an der Volkshochschule, bei dem man lernt, woran man an Türen erkennen kann, in welche Richtungen die aufgehen. Oder wie eine der dümmsten Ideen der Werbung, wo man beim Betreten einer Seite ein Pop-up bekommt, dass man nur auf die Seite kommt, wenn man sich ein Werbevideo anguckt. Manchmal sogar
Noch etwas mehr, wenn man sogar gleich 3 beschissene Optionen bekommt, um überhaupt erstmal auf die Seite zu kommen. Denn, hallo? Warum habe ich jetzt hier ein Act to Access vor der Nase? Super. Aber dann kann ich sogar zeigen, warum Act to Access einfach nur eine gequirlte Scheiße ist. Aber zum Glück lässt sich dieses scheiß Pop-up hier bei der Show über die Sprache steuern. Hier links zum Beispiel kommt man nur auf die Seite, wenn man ein Abo abschließt, ohne zu wissen, was man denn dafür jetzt überhaupt bekommt. Während in der Mitte kann man sich ein dummes Werbevideo komplett anschauen, um dann 15 Minuten frei zu surfen. Als ob man dann noch auf dieser bekackten Seite bleiben wollen würde. Und richtig pervers wird es hier im rechten Feld. Denn hier gibt es eine kleine Umfrage, an der man teilnehmen soll und man dem Betreiber noch mehr persönliche Daten schenkt, als der schon dank unzähliger Tracker sowieso bekommt. Selbst Facebook wäre das zu peinlich und zu hinterfotzig. Facebook. Aber da ich die Show gerne wieder freischalten will, mache ich mal diese Umfrage. Okay, als erstes, wie bist du zur Lately Show gekommen? Eigentlich hatte mich ein Mann bei Obi angesprochen und mir gesagt, dass er mich berühmt machen wird, sofern ich denn in seinen Van einsteige, wo er auch Süßigkeiten und Welpen haben würde. Frage 2. Würdest du die Lately Show Freunden empfehlen? Nope, aber jeden meiner Feinde. Abschließend, welche Schuhgröße hast du? 44,5. Und schon ist alles wieder freigeschaltet. Dezente Werbung, die auch als solche zu erkennen ist, braucht man fairerweise nicht zu blocken. Denn diese zu sehen, tut keinem wirklich weh, hilft aber gerade, kleineren Online-Seiten zu überleben. Und keiner will am Ende noch solche Zeitungen haben wie die Blick aus der Schweiz oder die Bild. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.